Hallo liebe Lego-Fans, liebe Freunde des gepflegten Steine-Kombinierens, hier ist Ben Briggs und heute ist es mal wieder Zeit für ein neues Stadt-Update. Ja, und neu ist so ein bisschen auch das Stichwort für so manch anderes, denn neben dem Fakt, dass die Stadt jetzt in einem neuen Raum, in einer anderen Stadt sitzt, das Update dazu könnt ihr übrigens oben nochmal, findet ihr gerade oben eingeblendet, könnt ihr euch gleich nochmal angucken. Ja, neben diesem Fakt ist die größte Neuerung gerade, ja, das, was ihr seht. Nämlich, ich habe mich dazu entschlossen, mal vor die Kamera zu treten und euch quasi persönlich zu begegnen, denn ich bin tatsächlich das Gesicht zu der Stimme, die ihr schon kennt. Ja, und heute ist quasi das erste Video, wo ich vor die Kamera trete und ja, es war so ein bisschen, mache ich das nicht? Aber in letzter Konsequenz habe ich dann gedacht, komm, probieren wir mal aus, mal gucken. Vielleicht ist das ja ganz cool. Und ich glaube, das wird ganz cool. Ja, so, was hat sich alles getan in meiner Stadt? So, das meiste werdet ihr gleich sehen, beziehungsweise nein, das meiste werdet ihr nicht sehen, denn es hat sich viel getan, aber in den meisten Fällen ist das alles noch so ein bisschen Baustelle. Könnt ihr euch ja denken, wenn man das Layout vergrößert und hier einige neue Möglichkeiten hat, dann ist das mehr Baustelle als alles andere. Zum Beispiel der ganze Bereich, der hier so quasi auf der Seite von euch liegt, da ist Chaos. Ne? Also da stehen Kartons mit Lego, da sind Lego-Sachen, Lego, aber alles kreuz und quer, deswegen, das wollen wir nicht, das interessiert uns nicht. Ja, der Uptown-Bereich, der liegt quasi jetzt auf der anderen Seite von euch, denn ich befinde mich jetzt hier im Hafenbereich, ich sitze quasi im Wasser, also der Uptown-Bereich auf der anderen Seite, da habe ich ein bisschen experimentiert mit den Modular Buildings. Ich bin aber nicht so ganz schlüssig, ob das so gut ist. Da werde ich euch demnächst mal was zeigen und mal gucken, was ihr davon haltet, bin ich sehr gespannt drauf. Ansonsten, die Stadt ist relativ gleich geblieben, sieht aber im Moment so ein bisschen schmucklos aus, denn die meisten Autos und Figuren sind momentan noch nicht wieder in der Stadt, dementsprechend ja, alles ein bisschen leblos, kommt aber wieder, keine Bank. So, ja, wie gesagt, heute hier meine Hauptbaustelle, die ich mir als erstes vorgenommen habe in der neuen Stadt, ist der Hafenbereich, in dem ich mich ja, wie gesagt, gerade befinde. Da habe ich jetzt ein bisschen Arbeit reingesteckt und das möchte ich euch heute mal zeigen. Bin schon sehr gespannt, was ihr davon haltet. Und ja, schreibt es mir dann mal in die Kommentare und ich würde mal sagen, wir schauen mal direkt nach, was da so alles passiert ist. So, das erste, was sicherlich sofort ins Auge springt hier in dem Bereich, ist tatsächlich der Fakt, dass es wesentlich größer ist. Ja, bis dato hatte ich meinen Hafenbereich hier in dieser Größenordnung, so von hier bis hier, ne, nicht viel mehr. Ich meine, ich habe jetzt hier auch schon den Hafen noch erweitert, aber so im Großen und Ganzen war das ja der Hafenbereich. Viel mehr hatte ich nicht an Platz. Dementsprechend sieht man hier schon, ne, hier, das wird alles noch, die Wasserplatten, die jetzt hier noch fehlen, kommen alle noch. Da werde ich mich demnächst nochmal auf Beutezug begeben, denn Wasserplatten sind ja nicht immer ganz günstig zu bekommen, beziehungsweise werden ja gerade nicht von Lego unbedingt hergestellt, zumindest nicht im offiziellen Lego-Shop, da muss man ein bisschen graben. Deswegen, da muss ich mich nochmal auf die Suche begeben, aber da werde ich auf jeden Fall fündig werden. Man muss ja auch immer auf den Preis gucken, ne? So, also, da wird auf jeden Fall einiges noch kommen, das wird erweitert. Vielleicht mache ich hier auch noch so eine kleine Insel hin oder irgendwie sowas Nettes. Auf jeden Fall hier, Strandbereich, ne? Ist vielleicht nicht ganz realistisch, wenn man da direkt hinten den großen Frachthafen hat, aber naja, gut, was ist bei Lego schon 100% realistisch? So, hier haben wir also den Strandbereich, dann haben wir hier den erweiterten Hafen, da ist im Moment dieses Rettungsboot gerade am Voranker, ansonsten, wie gesagt, da wird noch ein bisschen was dran gebaut, vielleicht hier noch so ein kleines Gebäude da in dem Bereich, so von der Küstenwache, das kann man auf jeden Fall machen. So, hier haben wir dann den großen Frachthafenbereich, wo das große Containerschiff, vielleicht kommt da noch ein neues dazu, angelegt haben. Ja, und dann kommen wir hier zu einem Projekt, was ich total gerne schon längere Zeit machen wollte, war bei meiner alten Stadt leider nicht möglich, nämlich eine Marine, also quasi ein Yachthafen, so für kleinere Boote und Schiffe, so alles das, was halt eben nicht in den großen Frachthafen hineinkommt. Ja, und bevor jetzt jemand sagt, Moment mal, das habe ich doch irgendwie schon mal vielleicht bei dem Kollegen von Ben Briggs gesehen, sage ich, ja, absolut, das stimmt. Ich habe mich definitiv davon inspirieren lassen und ich denke, dafür sind solche Videos ja auch gedacht, ne? Dass man sich davon inspirieren lässt,
dann aber auch sein eigenes Ding draus macht. Ich habe mich natürlich relativ nah inspirieren lassen, aber habe da auch einiges an eigenen Sachen reingebaut. Ne? Hier hinten fängt das Ganze an mit dem Hafengebäude. Da fehlen jetzt noch die Fenster, also quasi der Hafenmeister, ob das jetzt der Typ mit der Kappe ist, weiß ich noch nicht. Aber die Hafenmeisterei sozusagen, die sitzt dann hier. Auf der Rückseite habe ich mal was ausprobiert. Ich finde das ganz witzig. Also hier noch so einen kleinen Anker, so ein bisschen als Symbol für das Hafengebäude. Ja, dann geht es hier runter auf die Stege mit den einzelnen Anlegeplätzen. Hier habe ich erstmal das Segelschiff, dann haben wir noch so ein kleines Schlauchboot. Und hier haben wir die Angelyacht, die ich ja auch schon mal vorgestellt hatte. Das Video kriegt ihr auch gerade oben eingeblendet. Könnt ihr euch dann gleich nochmal angucken. Ja, und das war der Bereich. Und was ich besonders cool finde, das war jetzt gerade so eines meiner letzten Projekte, ist dieser erhöhte Leuchtturm. Ich finde das echt super geworden. Ich war am Anfang nicht ganz sicher, ob das funktioniert. Ich habe das so ein bisschen gemischt mit den vorgefertigten Lego-Felsen. Einmal hier die neuen, die sieht man hier. Das ist eher so einer von den neuen. Dann haben wir hier welche von den alten Lego-Felsen. Ja, und dann das Ganze oben habe ich dann eine Platte draufgepackt, wo dann halt jetzt der Leuchtturm und das Häuschen drauf stehen. Genau, das finde ich ist sehr schön geworden. Und unten geht es dann halt direkt ans Wasser. Genau. Hier hinten haben wir eine Treppe. Momentan steht da, Entschuldigung, momentan steht da noch so eine nette Dame aus dem den Dschungelsets drauf. Die gehört natürlich da nicht hin. Da kommt natürlich wieder der Leuchtturmwärter drauf, den man kennt aus dem Set. Das ist natürlich dieses Creator 3 in 1 Leuchtturmset, was ich ja sowieso schon in meiner alten Stadt hatte. Auch hier unten in dem Bereich. Von daher passt das schon. Genau. Und das ist, wie gesagt, hier an der Stelle, da geht halt die Treppe hoch. Ich habe ja noch weitere Pläne. Ich bin noch nicht ganz sicher. Eigentlich entweder hier oder aber hier in dem Bereich möchte ich dann noch den Old Fishing Store hinstellen. Ich bin noch nicht ganz schlüssig, wo er hinkommt, wo das wirklich gut aussieht. Aber zunächst mal erfreue ich mich jetzt hier und ich hoffe, ihr freut euch auch so ein bisschen und lasst euch davon inspirieren. Hier an diesem Leuchtturm-Set hat mega Spaß gemacht, das zu bauen. Und ja, das sieht natürlich super aus. So, das war der Hafenbereich. Und dann gibt es noch eine zweite Sache, die ich gebaut habe. Und die seht ihr hier. Nämlich habe ich den also quasi das Frachtterminal für Züge gebaut. Ich habe leider im Moment noch keinen Frachtzug, aber den werde ich auf jeden Fall demnächst mal bauen. Ich habe ja noch die alten Lego-Züge aus der 12-Volt-Zeit. Da kann ich ja mit vielleicht noch einem Power-Function-Set mal was draus machen und einen Frachtzug machen. Man kann natürlich einen auch von Lego bauen, aber ich glaube, ich habe da echt momentan total Bock drauf, mal einen eigenen zu bauen. Hier vorne haben wir noch das Wärterhäuschen, damit auch keiner unbefugt diesen Bereich betritt. Naja gut, der Zaun ist jetzt auch nicht hoch, könnte man vielleicht drüber klettern, aber naja, es muss ja alles seine Richtigkeit haben. Hier hinten, das ist ein Set, was ich gekauft habe, da gehört tatsächlich der Zug zu, aber es gab so zu kaufen, deswegen habe ich erstmal das gekauft und diesen Kran finde ich einfach cool, ne? Der hier hin und her fährt und dann halt entsprechend das alles ablädt, was auf den Zügen ist. Genau, und dann kann man das nämlich, und das wird dann das nächste sein, hier, also man kann hier, das werde ich noch machen, über die Schienen drüber fahren, zum Beispiel einen Gabelstapler, und dann kann der hier hinten auf den Hafenbereich, sodass man quasi direkt eine Verbindung hat zwischen zwischen Frachtterminal vom Zug und Frachtterminal vom Hafenbereich, und dann ist das direkt verbunden. Das macht dann auf jeden Fall Sinn. Ja, das, wie gesagt, waren die beiden Projekte, die ich in den letzten Tagen angegangen bin, in den letzten Tagen und Wochen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Denn ja, wie ist es denn nun mal, wenn man halt die Stadt nicht gerade um die Ecke hat? Man kommt auch leider nicht so viel dazu, was mich im Moment so ein bisschen wurmt. Denn ich meine, gut, jetzt zeige ich es euch mal, auch wenn ich es eigentlich nicht wollte. Ja, das ist dieser berühmte Bereich mit dem Chaos. Ja, da kommt ja noch einiges und da würde ich auch gerne einiges bauen, aber ne, mal eben so 100 Kilometer fährst du nicht mal so. So, deswegen ist das für mich immer so eine Art von Projekt für 1-2 Tage, wo ich dann hier bin und an dieser ganzen Stadt rumdoktor. Ja, das waren zumindest die Veränderungen bzw. die Projekte, die ich in den letzten Tagen angegangen bin.
Ja, das war es auch schon wieder für dieses Stadt-Update. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch einfach mal ein Like da. Und für diejenigen unter euch, die heute das erste Mal auf meinem Kanal sind, zunächst mal herzlich willkommen. Freue mich, dass ihr da seid. Und ihr könnt auch gleich mal ein Abo da lassen. Kostet ja nichts und würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Dann verpasst ihr wenigstens auch nichts, denn ich versuche jetzt wirklich so regelmäßig wie bisher auch Sachen zu posten über meine Stadt, halt Videos zu machen, Stadtupdates, so alle 4 Wochen. Das ist so ungefähr mein Plan, damit ihr auch immer auf dem Laufenden seid, was so in meiner Stadt passiert. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video und ich sage bis bald.